Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Seelenalter alte Seele und seine 7 Entfaltungsstufen zusammenfassen. Dein Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Video zu den Seelenaltern und mein Video zu der Einführung in die Archetypen der Seele und die Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Dort habe ich ja auch schon diese große Tabelle erklärt mit den 49 Archetypen der Seele. Und ganz unten in der Tabelle findest du die Zeile mit den Seelenaltern. Das Seelenalter der alten Seele ist das letzte der Seelenalter, die während eines Inkarnationszyklus durchlaufen werden. Am Ende des letzten Lebens wird der Mensch laut der Quelle eine Abschlussekstase, einen ultimativen Erleuchtungszustand erleben. Zuvor werden 7 Entfaltungsstufen schrittweise abgeschlossen. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 4 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Die alte Seele erforscht die Themen: erstens, aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral handeln, zweitens, sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen und dafür auf die Bewunderung anderer verzichten, drittens, präzise Innenschau mit einer aktiven Außenwirkung verbinden, viertens, das Wohl der Gemeinschaft mit dem eigenen Wohl verbinden, fünftens, unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu kennen, sechstens, durch Sein wirken und auf Tun verzichten und siebtens, empfangen ohne zu schenken und schenken ohne zu empfangen. Bevor ich die 7 Entfaltungsstufen der alten Seele näher erläutere, möchte ich zunächst noch einige allgemeine Fakten zu diesem Seelenalter ausführen. Interessiert dich, ob du eine alte Seele bist, kannst du ja mal schauen, inwiefern diese mit dir in Resonanz gehen. Die Hauptthemen der alten Seele sind Echtheit, Einsamkeit und Abschied. Der Zyklus der alten Seele ist von der mitteilenden Weisen-Energie 5 geprägt. Die alte Seele steht metaphorisch für das späte Erwachsenenalter eines Menschen. In den früheren Seelenaltern hat sich die Seele immer mehr individualisiert und jetzt nimmt sie wahr, dass sie tatsächlich körperlich allein ist. Es gibt in ihrer Umgebung nur wenige alte Seelen und deswegen fühlt sie sich oft einsam. Durch ihre Art stößt sie in ihrem näheren Umfeld oft auf Ablehnung und Unverständnis. Alte Seelen inkarnieren sich des Öfteren in Jungseelenfamilien, in denen sie sich dann wundern, warum sie keiner versteht. Sie haben sich die Lebensumstände ihrer Inkarnation jedoch selbst gewählt. Dagegen fühlt sich die alte Seele auf seelischer Ebene so verbunden wie noch nie. Sie wird empfindlicher für Energien und Schwingungen und kann nun leichter mit Kräften außerhalb der materiellen Welt Kontakt aufnehmen und auch Botschaften empfangen. Alte Seelen spüren ein Verlangen, eine Sehnsucht, wieder mit der Seelenfamilie und dem Allganzen zu verschmelzen und versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, beispielsweise im Schlaf, in der Stille und in der Meditation. Die alte Seele kann zu anderen alten Seelen eine besondere Form der Liebe verspüren, ohne mit ihnen den Alltag zu verbringen oder füreinander Verständnis zu haben. In gesundheitlicher Hinsicht wird der Körper der alten Seele immer durchlässiger und sie neigt zu Schwächezuständen und Empfindsamkeit, beispielsweise gegenüber Schadstoffen und Lärm. Der Versuch der Abwehr gegen Bedrohliches scheint nicht erstrebenswert. Sinnvoller wäre es, Bedrohliches durch sich durchfließen zu lassen.
denn auch schon eine negative Bewertung kann eine Abwehrreaktion hervorrufen. Es kann sein, dass sanftere, feinstoffliche Heilmethoden für sie verträglicher sind. Alte Seelen unterliegen der Herausforderung, im jetzigen Moment bewusst im Körper zu leben und gleichzeitig die Verbindung zu höheren Dimensionen zu halten. Sie sehnen sich danach, im Alltag nicht überfordert zu werden und eine sichere Versorgung zu haben. Es wird alles daraufhin getestet, ob es nicht nur für andere stimmig ist, sondern sich auch für die alten Seelen selbst so anfühlt. Deswegen kann es sein, dass sie Probleme haben, sich mit bestimmten Vorschriften und Autoritätspersonen abzufinden. Alte Seelen verspüren auch Ängste, und dazu möchte ich ein Zitat der Quelle vorlesen. Sie fürchtet sich vor Auflösung, obgleich sie unablässig danach strebt. Sie fürchtet sich vor Entgrenzung und übt sie doch täglich. Sie schreckt vor der Erkenntnis von Verbundenheit zurück und will doch nichts anderes. Sie weiß jetzt nahezu alles und flüchtet sich doch in scheinbare Unwissenheit. Zitat Ende. Alte Seelen wollen möglichst echt in Erscheinung treten. Deswegen kann man auch unglückliche, unentspannte und bemitleidenswerte Manifestationen antreffen. Aus religiöser Sicht entfernt sich die alte Seele von dogmatischen Glaubenssystemen und ersetzt den Glauben durch Erfahrung und Gewissheit. In Beziehungen strebt die alte Seele nach bedingungsloser Liebe, wählt Ehepartnerschaften, die ihr viel persönliche Freiheit bieten, und möchte sich nicht mehr wirklich auf Tragödien und Dramen einlassen. Es ist unüblich, dass sich eine alte Seele ihr ganzes Leben an eine Person bindet, und es kommt vor, dass sie ein Leben in Einsamkeit wählt. Sie richtet in einer positiven Manifestation ihre Liebe auf alle Menschen in ihrer Umgebung. Mit steigendem Seelenalter wird die alte Seele immer durchlässiger und umso häufiger treten scheinbar psychische Erkrankungen auf. Dies liegt wohl auch daran, dass sie sich im Vergleich zu jüngeren Seelen wahrhaftig zeigt. Je älter die alte Seele wird, desto häufiger erlebt sie sich auch in Ekstase und in Zuständen, in denen sie sich mit dem Allganzen verbunden fühlt. In den letzten 3 Stufen des alten Seelenzyklus kann sie sich jederzeit in solche Erleuchtungszustände begeben. Der Anteil der alten Seelen an der Weltbevölkerung Stand 1993 beträgt etwa 4%, in Deutschland ca. 6%. Regionen mit einem hohen Anteil an alten Seelen sind Peru, Mexiko, Grönland, die Nordschottischen Inseln, Schweiz, Finnland und das Baskenland. Soweit meine Einführung zum Thema alte Seele. Wenn dich die anderen Seelenalter interessieren, empfehle ich dir meine vorherigen Videos. Und falls du noch mehr Videos zu den Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Nun gehe ich die 7 Entfaltungsstufen der alten Seele schrittweise durch. Die erste Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral handeln. Diese Stufe wird abgekürzt Alt 1 genannt. Das Motto von Alt 1 ist: Ich sammle neuen Mut. Wenn dich die einzelnen Mottos der Seelenalterstufen näher interessieren, empfehle ich dir mein Video, in dem ich die Seelenalter zusammenfasse. Alt 1 setzt sich aus den Energien 5 und 1 zusammen. Dabei ist 5 die Energie des alten Seelenzyklus
und 1 die Energie der ersten Stufe eines Seelenalters. Das bedeutet, dass Menschen des Seelenalters Alt 1 auf gewisse Art und Weise ebenfalls von der Weisenenergie 5 und der Heilerenergie 1 geprägt sind. Ähnlich wie bei allen anderen ersten Stufen der Seelenalter, die ich bereits geschildert habe, ist es für den Menschen auf Alt 1 schwer, sich im neuen Seelenalter zurechtzufinden. Er befindet sich in einer ganz anderen Energie als auf Reif 7 und bearbeitet komplett neue thematische Aufgabenbereiche. In dieser Seelenalterstufe möchte die Seele lernen, sich aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral zu richten und gegen sie zu verstoßen. Im alten Seelenzyklus verabschiedet sie sich schrittweise von der Gesellschaft. Am Ende von Alt 7 wird sie nicht mehr inkarnieren und mit ihrer Seelenfamilie verschmelzen. Deswegen will sie sich nun nach und nach von der Gesellschaft ablösen und sowohl emotional als auch mental unabhängig von ihrem Umfeld und ihrer Herkunft werden. Unabhängig also von den Meinungen, Überzeugungen, Weltanschauungen, Regeln, Werten und Moralvorstellungen anderer. Voraussetzung für die Unabhängigkeit ist der Aufbau eines eigenen Werte- und Moralsystems, das sich von dem der anderen und der Gesellschaft unterscheidet. Hält sich die alte Seele an dieses System, handelt sie automatisch aus innerer Überzeugung gegen die geltende Moral. Die Seele auf Alt 1 erkennt eine innere Überzeugung daran, dass sie authentisch ist und Leichtigkeit und Ermutigung mit ihr einhergehen. Es gehört viel Mut dazu, auf authentische Art und Weise abzulehnen, zu widersprechen und eine abweichende Meinung zu äußern. Der Mensch muss die Spannungen ertragen können, die durch seine abweichenden Meinungen und seine konträre Wirkung und Ausstrahlung erzeugt werden. Er möchte keine zerstörerische Wirkung entfalten und andere vor den Kopf stoßen, sondern sein Andersdenken und seinen Widerspruch behutsam mitteilen. Ich zitiere die Quelle: Vielmehr geht es darum, eine neue Form der Harmonie durch mutige Echtheit in das menschliche Gefüge hineinzutragen. Die alte Seele erkennt, dass Unechtes zu Disharmonien führt, die vielen jüngeren Seelen nicht unangenehm auffallen. Aber es ist die Aufgabe, die Verpflichtung, der Auftrag für sensibel gewordene alte Seelen, die die leisen Dissonanzen in Bezug auf Echtheit von Gedanken, Gefühlen und Handlungen vernehmen können, darauf hinzuweisen und ein Beispiel zu geben, dass es auch anders sein oder gehen kann. Zitat Ende. Wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass die Ablehnung anderer einem selbst gegenüber genau dann stärker auftritt, wenn die alte Seele sich nicht authentisch zeigt. Im ersten Leben auf Alt 1 beschäftigt sich der Mensch viel mit seinen Moralvorstellungen im Vergleich zu denen seiner Mitmenschen. Er sucht seinen inneren Standpunkt. In der zweiten Inkarnation hat er sich genug Gedanken über seine Moralvorstellungen gemacht. Er wird sie aber vermutlich noch nicht äußern. Im dritten Leben wettert und predigt er öffentlich gegen die geltende Moral. Er vertritt dabei häufig die Ansichten von Gruppierungen, Parteien und Bewegungen. Zunächst denkt er, dass er seine eigenen Moralvorstellungen kundtut.
aber im Laufe seines Lebens erkennt er, dass er alle Moralvorstellungen übernommen hat. Aus gesundheitlicher Sicht wird es der Seele auf Alt 1 helfen, ihre körperliche Empfindsamkeit zu respektieren, sich nicht zu großen Strapazen auszusetzen und ihrem Körper Gutes zu tun. In der Sexualität geht es den alten Seelen jetzt mehr um Energiekontakt, Langsamkeit und Begegnungen in ihrer ganzen physischen, psychischen und seelischen Nacktheit. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt 1, wenn sie ein eigenes Moralsystem ausgebildet und in ausreichendem Maß gegen die geltende Moral gehandelt hat. Sie erkennt, dass sie ihre eigene Moral auch von anderen übernommen hat und diese ebenfalls Schwächen und Grenzen besitzt. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt 1 sind Rainer Langhans, Claude Monet und Joachim Kaiser. Die zweite Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, sich selbst aufrichtige Bewunderung zollen und dafür auf die Bewunderung anderer verzichten. Das Motto von Alt 2 ist: Ich suche Stabilität. Menschen mit dem Seelenalter Alt 2 sind von den Energien 5 und 2 geprägt. Sie nehmen eine sehr intensive Selbstbeobachtung vor und verwenden dann die expressiven Künstler- und Weisenenergien, um das Beobachtete auszudrücken. In dieser Stufe werden die instinktiven und emotionalen Regungen des Bewusstseins in den Vordergrund gerückt und im Zuge dessen die eigenen Motivationen überprüft. Der Mensch auf Alt 2 setzt sich mit dem Thema Bewunderung auseinander und hinterfragt, was Bewunderung für ihn wirklich bedeutet. Er wird die Bewunderung auf vielschichtige Art und Weise erfahren. Er wird andere bewundern, er wird seine Bewunderung unterdrücken, er wird einen Mangel an Bewunderung erleiden, er wird sie verweigern und eine tiefgehende Sehnsucht danach verspüren. Er erkennt, dass in seiner Seele etwas unfassbar Bewundernswertes existiert und ist so ehrfürchtig, dass er sich dem nicht mehr entziehen kann. Bewunderung ist ein Aspekt von Liebe zu sich selbst oder anderen gegenüber. Daher kann sie nicht erzwungen werden. Bewunderung heißt nicht Selbstlob, weil Selbstlob bedeuten würde, dass es in der Seele in Anführungszeichen nicht Lobenswertes gibt. Mit Bewunderung ist auch nicht Anerkennung gemeint, da Anerkennung stets eine Leistung voraussetzt. In unserer Gesellschaft werden normalerweise immer nur Leistungen bewundert. Das ist aber nicht die Form von Bewunderung, um die es in der Entfaltungsaufgabe geht. Die Bewunderung muss aufrichtig entstehen und darf nicht automatisiert oder geheuchelt sein. Aufrichtiges Bewundern heißt authentisches Bewundern. Authentisches Bewundern heißt, dass man nur dann seine Bewunderung zeigt, wenn man sie auch wirklich empfindet. Authentisches Bewundern heißt, dann seine Bewunderung zu zeigen, wenn man sie gerade fühlt und nicht an ihr zu sparen. Seelen auf Alt 2 können das erste Mal Energie nicht nur empfangen,
sondern auch aus eigener Kraft erzeugen. Diese Kraft entsteht aus der Bewunderung. In der Entfaltungsaufgabe geht es auch darum, auf die Bewunderung anderer Menschen zu verzichten. Die alte Seele kann nicht auf etwas verzichten, was sie noch nie genossen hat. Das bedeutet, dass sie zunächst die Bewunderung anderer Menschen voll und ganz genießen muss. Im besten Fall ist sie davon so übersättigt, dass sie ohne Zwang und aus freien Stücken auf sie verzichtet. Das Lernen des Verzichts auf die Bewunderung anderer Menschen hat für die Entwicklung der alten Seele eine große Bedeutung. Erntet sie nämlich für eine gewisse Zeit mal keine Bewunderung, kann sie jetzt in einem authentischen, harmonischen und ruhigen Zustand bleiben. Alles in allem bedeutet die Entfaltungsaufgabe nicht, vollständig auf die Bewunderung anderer zu verzichten, sondern lediglich sich die Fähigkeit zum Verzicht anzueignen. In Beziehungen dreht sich sehr viel um Bewunderung. Die Quelle rät den alten Seelen dazu, anderen ausreichend Bewunderung zu schenken und nicht übermäßig zu kritisieren. Sie weist auch in folgendem Zitat auf negative Auswirkungen einer zu großen Bedürftigkeit an Bewunderung hin. Oft geschieht es nun, dass der Hungrige sich magisch angezogen fühlt von anderen Hungrigen, statt dorthin zu streben, wo seelische Bewunderungsnahrung im Überfluss vorhanden wäre. Zitat Ende. In den ersten Leben auf All 2 wird der Mensch vermutlich zunächst noch seine Mitmenschen auf übertriebene Weise bewundern und sich selbst eher klein machen. Anschließend wird er sich fragen, wer Bewunderung verdient. Er verweigert die Bewunderung, wenn keine nachweisbare Leistung vorliegt. Danach folgt eine Phase des Innehaltens, in der Bewunderung keine Rolle zu spielen scheint. Daraufhin wird der Fokus auf das Schenken und Empfangen von Bewunderung gelegt. Es schließt sich eine Phase an, in der er sich für sein Inneres bewundert. Zum Abschluss erhält jede Form der Bewunderung oder Nichtbewunderung den gleichen Wert. Einen Kulminationspunkt könnte die Seele auf All 2 erreichen, wenn sie erkannt hat, dass in ihrer Seele etwas Bewundernswertes existiert, dem sie sich voller Ehrfurcht nicht entziehen kann. Außerdem kann sie in authentischer Weise auf die Bewunderung anderer verzichten. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf All 2 sind Elisabeth Kübler-Ross, Anne Frank und Wolfgang Amadeus Mozart. Die dritte Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, präzise Innenschau mit einer aktiven Außenwirkung verbinden. Das Motto von All 3 ist: Ich werde unternehmungsfreudig. Menschen mit dem Seelenalter All 3 sind von den Energien 5 und 3 geprägt. Die kriegerische Energie 3 unterstützt sie mit einer aktiven Außenwirkung. Diese kann sich auf viele Arten und Weisen ausdrücken: Erziehung eines Kindes, Verrichten eines Bürojobs, Schreiben eines Buches, Managen eines Haushalts, Halten eines Vortrags, Spielen in einem Sportspiel, Veranstalten eines Events und so weiter.
Optimale Aktivitäten für die Entfaltung der aktiven Außenwirkung sind solche, in denen eine existenzielle Freude verspürt wird und die eigenen Bedürfnisse abgedeckt werden. Es kann sein, dass sich ein Mensch auf Alt 3 von Zeit zu Zeit müde fühlt und keine Handlungsmotivation mehr besitzt. Diese Signale rufen ihn zu einem Innehalten auf. Dieses Innehalten kann dazu genutzt werden, um gründlich über sich selbst nachzusinnen, Lösungen für seine Probleme zu suchen, Erfahrenes aufzuarbeiten und die Psyche zu regenerieren. Es bietet sich an, so lange in diesem Zustand zu bleiben, bis dieser wie von selbst vergeht. Die Seele auf Alt 3 möchte dieses Innehalten für eine präzise Innenschau nutzen. Innenschau ist keine Entspannung, klassische Meditation oder Entgrenzung, sondern ein aktiver geistiger Prozess. Innenschau ist auch kein über sich Nachdenken, sondern läuft im Halbbewussten und unterschwellig ab. Innenschau ist das Hören auf alle inneren Stimmen, das Heben der Schleier, das Erkennen des wahren Selbst und die Realisierung des eigenen Potenzials. Die Seele sollte sich dabei ehrlich und aufrichtig begegnen, eine klare Selbstbetrachtung besitzen und sich ihrer Handlungsmotive bewusst sein. Durch die geistigen Prozesse der Innenschau wird die Seele auf Alt 3 dazu inspiriert, das in sich Erfahrene nach außen zu tragen. Dadurch kommt sie wieder in eine aktive Außenwirkung. Die Quelle beantwortet die Frage, wie man eine präzise Innenschau betreiben kann, in folgendem Zitat: Du nimmst dir einen Spiegel, etwa so groß wie ein DIN A4-Blatt oder auch größer, möglichst mit einem Ständer, oder du lehnst ihn gegen eine Wand oder einen Gegenstand. Rechts und links stellst du eine brennende Kerze auf. Das erfordert, dass du diese Meditation abends vor dem Schlafengehen machst, wenn es schon dunkel ist. Und nun schau dir in deine eigenen Augen, abwechselnd, einmal in das linke, dann in das rechte. Versuche auch, in deine beiden Augen zu sehen. Du wirst erleben, dass du dabei sehr viel über dich nachdenkst, vor allem Negatives, Kritisches und Seltsames. Das ist aber erst der Anfang. Wenn du irgendwann gar nicht mehr über dich nachdenkst, sondern nur dich und dich und dich und dein Wesen und deine Seele schaust, das geschieht nach ungefähr 12 bis 15 Minuten, dann fange an, tief zu atmen und lasse nicht locker. Erwarte nichts Konkretes. Vielleicht erkennst du, vielleicht fühlst du, vielleicht erinnerst du, vielleicht weinst du oder du lachst. Atme, atme, schau in dein linkes Auge, schau in dein rechtes Auge, versuche möglichst wenig zu blinzeln und spätestens eine halbe Stunde nach Beginn der Meditation höre auf. Zitat Ende. Der Mensch auf Alt 3 benötigt Freude am Dasein, um genügend Energie zur Verfügung zu haben. Diese Freude generiert er beispielsweise dadurch, dass er ausreichend schläft, sich gesund ernährt, eine ihn ausfüllende Arbeitsstelle innehat und wertvolle Freundschaften pflegt. Er schützt und bewahrt damit seine eigene Energie.
Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt 3, wenn sie in ausreichendem Maße eine präzise, aufrichtige und authentische Innenschau vollzogen hat. Im Zuge dessen kann sie die während der Innenschau gemachten Erfahrungen in eine aktive Außenwirkung einfließen lassen. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt 3 sind William Shakespeare, Rudolf Steiner und Hildegard von Bingen. Die 4. Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, das Wohl der Gemeinschaft mit dem eigenen Wohl verbinden. Das Motto von Alt 4 ist: Ich ernte die Früchte. Menschen mit dem Seelenalter Alt 4 sind von der weisen Energie 5 und der gelehrten Energie 4 geprägt. Die Energien äußern sich durch ein großes Potenzial von Weisheit und Klarheit. In den ersten 3 Stufen des alten Seelenzyklus hat sich der Mensch eher von der Gesellschaft entfernt. Auf Alt 4 möchte er die Distanziertheit umkehren und wieder ein Gleichgewicht herstellen. Er will das Wohl der anderen mit seinem eigenen, teils gegensätzlich empfundenen Wohl verbinden und in eine goldene Mitte bringen. Bei der Verbindung des eigenen Wohls mit dem Wohl der Gemeinschaft geht es ihm nicht darum, Leistungen zu vollbringen, sondern Energieexperimente durchzuführen und darum, das eigene Selbst zu beobachten und zu erforschen. Der Mensch reflektiert, was passiert, wenn er sich in die Gemeinschaft einbringt und seine Energie in die Gemeinschaft einfließen lässt. Die Gemeinschaft geht weit über die Familie hinaus und schließt die Menschheit, die kosmischen Kräfte und das Allganze mit ein. Die Energieflüsse zwischen dem Menschen und der Gemeinschaft bilden einen Kreislauf. Die Energie der Gemeinschaft fließt in ihn hinein, durch ihn hindurch und wieder zurück in die Gemeinschaft. Der Mensch auf Alt 4 spielt nun mit diesen Energieflüssen und erzeugt Disharmonien und Harmonien. Mit seelischem Wohl ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen gemeint. Das Wohl bedeutet vielmehr das Erleben der Lebendigkeit und Echtheit und die Ausbildung der Liebes- und Erkenntnisfähigkeit. Menschen auf Alt 4 spüren, dass sie aus vielen Facetten und Schichten bestehen und dass sie diese nicht voneinander trennen können. Da gibt es den Körper, die Psyche, den Geist und die Seele. Diese Begriffe sind ausführlich im 2. Kapitel des Buchs Welten der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmolke erläutert. Der Körper ist die materielle Hülle. Die Psyche reagiert auf die äußeren Gegebenheiten und verarbeitet die Ängste. Der Geist ist der Vermittler zwischen Körper, Psyche und Seele. Die Seele ist das unsterbliche höhere Selbst. Körper, Psyche, Geist und Seele sind miteinander verknüpft, brauchen viel Aufmerksamkeit und müssen versorgt werden. Menschen auf Alt 4 haben große Ansprüche an sich selbst, können diesen aber oft im Alltag nicht gerecht werden. Das liegt an den Grenzen, denen Körper, Geist und Psyche gesetzt sind und auf die sie keinen Einfluss haben. Fühlen sich Menschen auf Alt 4 verloren und verwirrt,
können sie auf die Führung ihrer Seele vertrauen. Körper und Geist können verunsichert sein, aber die Seele ist es nicht. In gesundheitlicher Hinsicht weisen Seelen auf Alt 4 eine altersbedingte starke Durchlässigkeit und Empfindsamkeit auf. Angst vor außerkörperlichen Phänomenen und der Öffnung für die Transzendenz kann auftreten, da sie das verletzlich macht. Die Erkenntnis, dass sie, besonders in Bezug auf die Seelenfamilie, vieles unverwirklicht lassen müssen, kann zu Depressionen führen. Die Wiederherstellung der Verbindung zum Allganzen hilft bei deren Überwindung. Auch der körperliche Gesundheitszustand kann auf Alt 4 Probleme bereiten. Zur Vorbeugung benötigen die Menschen eine bestimmte Ernährung und ein gewisses Maß an Berührung, Kontakt, Distanz, Schutz, Ruhe und Schlaf. Im Bereich Sexualität und Partnerschaft entwickelt der Mensch auf Alt 4 die Möglichkeiten, besonders intensive Liebesbeziehungen zu sich selbst und einem anderen Menschen zu leben. Oft hat er zunächst eine intensive Liebesbeziehung zu einem Partner und darauf zu sich selbst. Im die Stufe abschließenden Leben verbindet er beides miteinander. Ich möchte die Quelle zitieren. Liebe heißt jetzt, den Partner ganz zu erkennen, bis in die tiefsten Tiefen seines Wesens einzudringen, ohne ihm nahezustehen. Zitat Ende. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt 4, wenn sie in ausreichendem Maße die Energieflüsse zwischen ihr und der Gemeinschaft beobachtet und erforscht hat und im Zuge dessen das eigene Wohl mit dem Wohl des Ganzen verbunden hat. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt 4 sind Edvard Bach, Albert Schweitzer und Niklaus von Flüe. Die 5. Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, unbeirrbar einen Weg verfolgen, ohne das Ziel zu kennen. Das Motto von Alt 5 ist: Ich werde unruhig. Menschen mit dem Seelenalter Alt 5 sind von der doppelten Energie 5 geprägt. Die starke Betonung der weisen Energie 5 drückt sich durch die Überbrückung von Grenzen und den Kontakt mit dem eigenen Ich und dem Wir der Gesellschaft aus. Die Seelenalterstufe Alt 5 ist die einzige Stufe, in der die Seele nicht weiß, was ihr Ziel ist. Sie wird vor ihren Inkarnationen nicht festlegen, welche Erkenntnisse und Resultate sie erlangen möchte. Normalerweise ergeben sich die Wachstumsziele einer Seele aus ihren Archetypen der Seele, aus ihren in vorherigen Inkarnationen gemachten Erfahrungen, aus den Zielen ihrer Seelenfamilie und ihren Aufgaben, die sie innerhalb der Seelenfamilie ausübt. Nach diesen richtet sich der Mensch dann zumeist unbewusst aus. Fehlende Wachstumsziele gewährleisten, dass er mehr Raum für Inspiration und Führung aus den seelischen Dimensionen erhält. Er wird in Form von Inspiration, Intuition und mystischer Entgrenzung unterstützt. So ist er beispielsweise ständig mit seinen Seelengeschwistern verbunden und bekommt von ihnen Weisungen.
Der Mensch auf Alt 5 erfährt auf der einen Seite eine noch nie dagewesene Unsicherheit, die aus der fehlenden seelischen Zielsetzung entsteht. Auf der anderen Seite verspürt er aber auch eine ganz neue Sicherheit, die dem Vertrauen auf einen höheren Sinn zugrunde liegt. In seinem Leben auf Alt 5 lernt er, an die Richtigkeit aller Ereignisse zu glauben. Ein Zitat der Quelle: Es gibt keine andere Möglichkeit der Lebenseinstellung, als am Morgen einen Plan für den Tag zu machen, auf plötzliche Veränderungen gefasst zu sein und darüber hinaus entweder vertrauensvoll oder resigniert alles offen zu lassen. Doch wenn die Freude am Jetzt und am Heute die Überhand gewinnt und das Morgen, das Unbekannte und Unplanbare, als eine spannende und nicht nur angstbesetzte Abenteuerfahrt begriffen werden, dann kann der Mensch auf der Stufe Alt 5 eine existenzielle innere Unruhe kanalisieren und die darin gebundene Energie kreativ freisetzen. Für die Seele eines Menschen auf der Entfaltungsstufe Alt 5 gibt es keine größere Vertrauensleistung in die Sinnhaftigkeit der Existenz, als nicht einmal gedanklich festzulegen, wohin der Weg zu führen hat. Zitat Ende. In ihrem Leben durchlaufen die alten Seelen sowohl Höhen als auch Tiefen, sowohl Weiten als auch Engpässe und alle möglichen Formen von Turbulenzen. Sie verspüren ein starkes Bedürfnis, eine Wirkung zu erzielen und Einflüsse auf die Gesellschaft auszuüben. Auf Alt 5 geht es darum, einen Weg unbeirrbar zu verfolgen. Mit Unbeirrbarkeit ist gemeint, dass der Mensch sich nicht aus dem Konzept bringen lässt, obwohl dieses Konzept ja, wie bereits erläutert, noch nicht einmal existiert. So verfolgt er mit einer leichten Tendenz zur Sturheit ein Vorhaben, das er selbst nicht beschreiben kann. Er möchte genauso sein, wie er jetzt ist. Will ihn jemand vom Kurs abbringen, kann das zu massivem Widerstand führen. Im ersten Leben auf Alt 5 versucht der Mensch noch gegen das Ungewisse anzukämpfen und mobilisiert dazu seine Willenskraft, die er sich in früheren Existenzen aufgebaut hat. In der zweiten und dritten Inkarnation gibt er diesen Kampf Schritt für Schritt auf. Mit der Zeit findet er sogar Gefallen an der Unberechenbarkeit seines Lebens. In der Partnerschaft sucht die Seele auf Alt 5 tiefgehende Liebesbeziehungen und möchte häufig Kinder haben, weil sie sehr viel zu geben hat. Der meist seelisch jüngere Partner liebt sie, ohne sie wirklich zu verstehen. Aus gesundheitlicher Sicht ist der Mensch auf Alt 5 zwar zäh, aber gleichzeitig auch empfindlich und darf sich nicht zu viel zumuten. In seiner Spiritualität fühlt er sich keiner Weltanschauung verpflichtet und wechselt seine Vorstellungen vom Höheren nach Bedarf. In seinem letzten Leben auf Alt 5 könnte er deswegen seine eigene spirituelle Richtung gründen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt 5, wenn sie ihren Kampf gegen das Ungewisse aufgegeben hat, die Unberechenbarkeit ihres Lebens akzeptiert hat und unbeirrbar ihrem Lebensweg folgt, von dem sie das Ziel nicht kennt. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt 5 sind der Dalai Lama, Johann Sebastian Bach und Mahatma Gandhi.
Die 6. Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe, durch Sein wirken und auf Tun verzichten. Das Motto von Alt 6 ist: Ich brauche Ruhe und Harmonie. Menschen mit dem Seelenalter Alt 6 sind von den Energien 5 und 6 geprägt. Die priesterliche Energie 6 führt zu einer Barmherzigkeit sich selbst und anderen gegenüber. Auf Alt 5 ist die alte Seele sich ihres Seins vollkommen bewusst geworden. Auf Alt 6 baut sie darauf auf und möchte voll und ganz auf überflüssiges Tun verzichten. Das heißt nicht, dass Menschen auf Alt 6 keine Handlungen mehr durchführen, nur noch herumsitzen und sich bedienen lassen. Sie werden vermutlich ganz normal den Alltag bewältigen und ihrer Arbeit nachgehen. Mit Tun ist etwas Erzwungenes und nicht Wahrhaftiges gemeint. Es geht um die Durchsetzung eines Ziels, welches das Leben in eine Richtung bringt, die erzwungen und unnatürlich ist. Ein Mensch verzichtet auf das Tun, wenn er nur noch sein authentisches Sein zulässt. Durch das Sein wirken ist der andere Teil der Entfaltungsaufgabe und erfordert Echtheit, Authentizität und Mut. Seelen auf Alt 6 können allein durch ihre Präsenz andere glücklich machen. Sie nehmen ihre Mitmenschen an, so wie sie sind. Dadurch fühlen diese sich in ihrer Gegenwart wohl und empfinden sie als sympathisch und angenehm. Eine beruhigende Aura von Stille umgibt diese Menschen, selbst wenn sie viel reden. In der Stille suchen sie nach dem Nichtsein, nach unbegreiflichen Zusammenhängen und mystischen Wahrheiten. In den ersten Leben auf Alt 6 erprobt die Seele ihre Wirkung zunächst noch im Kleinen. Im letzten Leben auf Alt 6 wird der Mensch häufig als Verkörperung eines weisen Lebenslehrers wahrgenommen, der durch Schweigen mehr sagt als mit Worten. Er kann Religionen und Kulturkreise beeinflussen und Veränderungen und Revolutionen einleiten. Für Menschen auf Alt 6 ist es erstrebenswert, sich in ausreichender Form sowohl im Lebensalltag als auch in Zuständen des Nichtseins zu verankern. Dabei wäre es für ihre Entwicklung hemmend, sich zu lange in transzendenten Zuständen aufzuhalten und sich zu stark von der Gesellschaft zurückzuziehen. Schließlich benötigen sie Wirkung, Kontakt und Kommunikation. Sie neigen dazu, sich vom Weltlichen zu isolieren. Ebenso tut es ihnen nicht gut, sich zu ausgiebig ihrem menschlichen Sein zu widmen. Die alten Seelen spüren jetzt sehr stark, dass es am Sein im Hier und Jetzt nichts zu verbessern gibt. Dadurch können sie akzeptieren, dass alles genauso ist, wie es sein soll. Es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes. Sie wollen das Menschsein in allen Aspekten erfahren. Daher kann es sein, dass sie von anderen nicht unbedingt als gute Menschen angesehen werden. Sie könnten beispielsweise einen Realitätsverlust erleiden, fanatische Charakterzüge zeigen und ihre charismatische Ausstrahlung zur Machtausübung über andere Menschen nutzen. Die alten Seelen folgen ihrem subjektiven Wahrheitsempfinden, was ihr Erscheinen skurril und unberechenbar macht. Menschen auf Alt 6
befinden sich in einem permanenten Zustand der Halbtrance, sind mit höheren Dimensionen verbunden, ohne absichtlich zu empfangen oder zu senden. Die Quelle beschreibt den Seinszustand von Alt-6 mit folgender Metapher: Nur die Weisenenergie 5 des alten Zyklus hält sie so recht auf der Erde, aber vergleichbar mit einem leichten Boot, das ohne Anker und Ruder auf dem Meer schwimmt. Es will ja treiben auf den Wellen des Lebens, wohin auch immer die Strömung es lenkt. Das Schwanken und Schaukeln ähnelt dem Bad in einem existenziellen Fruchtwasser. Nun ist es jedoch unabdingbar, dass auch ein solches Bötchen auf den Wellen des Lebens von Zeit zu Zeit einen Hafen findet. Denn wer lange in diesem Boot sitzt und sich von den Wellen des Allganzen schaukeln und treiben lässt, hat doch auch einen irdischen Hunger, braucht Proviant, möchte wieder einmal festen Boden unter den Füßen spüren, benötigt einen Mitmenschen, der am Ufer steht und den Ankömmling mit offenen Armen empfängt. Zitat Ende. In Beziehungen lassen sie nur bestimmte Menschen in ihre persönliche Nähe. Sexualität wird häufig in einer unverbindlichen Art und Weise gelebt. Der Seele ist der Gleichklang der Seelen in Freundschaften deutlich wichtiger als Sexualpartner. Sie sehnen sich nach wie vor danach, eine Familie zu haben. Deswegen sind sie nicht selten mit einer jüngeren Seele verheiratet, die ihnen Kinder schenkt und für viele alltägliche Dinge sorgt. Menschen auf Alt-6 haben eine eher labile Gesundheit und sind oft kränklich. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt-6, wenn sie in ausreichendem Maß auf erzwungene und unnatürliche Handlungen verzichtet und ihr wahrhaftes und authentisches Sein wirkt. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt-6 sind Amma, Nelson Mandela und Franziskus von Assisi. Die 7. Stufe auf dem Seelenalter der alten Seele hat die Entfaltungsaufgabe: Empfangen ohne zu schenken und schenken ohne zu empfangen. Das Motto von Alt-7 ist: Ich wende an, was ich gelernt habe. Menschen mit dem Seelenalter Alt-7 sind von den Energien 5 und 7 geprägt. Auf Alt-6 konnten sie sich in die Stille zurückziehen. Nun auf Alt-7 wird ihnen durch die königliche Energie 7 das Höchste abverlangt, was sie erleben können. Ich zitiere die Quelle: Die Wirkung einer Alt-7-Seele auf ihre Umwelt, auf die Gesellschaft, in der sie lebt, ist zwar aktiv, aber nicht aktionsbetont. Sie ist weise, aber nicht belehrend. Sie tut nicht, sondern sie strahlt. Sie predigt nicht, sondern sie lehrt durch ihr Dasein. Sie ahnt, auch ohne es kognitiv zu wissen, dass ihr eine Endphase, ein Abschluss, ein Abschied bevorsteht. Zitat Ende. Die Entfaltungsaufgabe Empfangen ohne zu schenken und Schenken ohne zu empfangen bildet ein Paradox und kann auf energetische Art und Weise erst auf dieser Seelenalterstufe vollzogen werden. Es geht nicht um das Schenken und Empfangen von Materiellem, sondern um Immaterielles und Energetisches. Beim Verteilen und Empfangen von Geschenken geht es also um die Energie, die in diesen Geschenken verborgen ist. Wenn die alte Seele Geld, Nahrung oder ähnliches geschenkt bekommt,
nimmt sie nur Gaben an, die keine Gegenleistung erfordern. Sie verteilt nur Geschenke an Menschen, die diese auch bereit sind zu empfangen. Dabei spendet sie ihre Gaben ohne Erwartungen und erwartet auch keinen Dank. Im zweiten und dritten Leben auf Alt 7 füllt sich das Empfangen und Schenken mit einem Leuchten und einer Beglückung, die auch ohne ihr Zutun und Wissen zustande kommen kann. Es ist schwer, Menschen auf Alt 7 an bestimmten Merkmalen zu erkennen, weil sie sich nicht brüsten wollen und eine merkwürdige, manchmal verstörende Ausstrahlung haben. Sie gehen nur noch äußerst selten in die Öffentlichkeit. Das liegt daran, dass sie sehr empfindsam sind und jegliche Berührung mit Grobheit und Gewalttätigkeit scheuen. Hin und wieder stellen sie sich jedoch in den Mittelpunkt. Damit erfüllen sie einen übergeordneten seelischen Auftrag. Menschen auf Alt 7 empfinden zugleich Erfüllung und Erschöpfung. Sie wollen nichts mehr leisten müssen. Jüngere Seelen könnten sie deswegen als Schmarotzer empfinden. Es kann auch sein, dass sie Aggressionen ihrer Mitmenschen auf sich ziehen, weil sie sich weigern, sich am Tagesgeschehen zu beteiligen, dieses zu beurteilen und darüber Ärger zu empfinden. In Konflikten erproben sie, ihre Authentizität zu bewahren und ihre Individualität weiterzuentwickeln. Eine Seele auf Alt 7 trägt keine Maske mehr und zeigt sich nicht immer liebevoll und beherrscht. Sie wird sich nicht immer moralischen Ansprüchen beugen. Auch wird sie hin und wieder die Beherrschung verlieren, wenn sie es so für richtig empfindet. Menschen auf Alt 7 können um ihre Gesundheit besorgt sein und darum ihre Aufgaben nicht abschließen zu können. Hin und wieder inkarnieren sie sich in einer Gesellschaft mit hohem Anteil an Kindseelen, wie zum Beispiel Indien. Dort entfalten sie ihre Strahlkraft und werden als Götter in Menschengestalt verehrt. Menschen auf Alt 7 leben ihre Sexualität vergleichbar mit anderen alten Seelen aus. Sie schließen durchaus auch Ehen. Meist werden sie aber keine Eltern mehr, weil ihnen dazu Kraft und Energie fehlen. Aus gesundheitlicher Sicht kommt die alte Seele oft schwer krank oder behindert zur Welt. Sie leidet auch häufig unter chronischen Erkrankungen, Immunschwäche und allergischen Reaktionen. Aus spiritueller Sicht ist sich die Seele auf Alt 7 voll und ganz des Göttlichen bewusst. Sie befindet sich ständig in einer meditativen Stimmung und lebt eine gewisse Beliebigkeit bezüglich der Glaubensrichtungen aus. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Alt 7, wenn sie für sich ausreichend Geschenke annimmt, die von ihrer Seite keine Gegenleistung erfordern. Zudem verteilt sie ohne eigene Erwartung Gaben an Menschen, die diese auch empfangen wollen. Diesen Kulminationspunkt kann man auch als den ultimativen Kulminationspunkt bezeichnen. Die Menschen auf Alt 7 erleben eine Abschlussekstase und eine Art endgültige Erleuchtung. Man kann auch schon in früheren Seelenaltern Erleuchtungszustände erlangen, diese sind aber nur zeitlich begrenzt. Nachdem eine Seele ihr letztes Leben abgeschlossen hat, inkarniert sie sich nicht mehr in der physischen Welt. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Alt 7 sind Isaac Newton, Michelangelo und Osho, auch genannt Bhagwan.
Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch für Beratungen weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.